Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Steffen. Ich bin vom Produktmanagement bei Humbauer. Mit mir habe ich heute den Florian. Hallo, ich bin der Florian und vom Produktmanagement LMC. Und wir haben das große Vergnügen, euch heute den Modo vorzustellen. Modo ist ein multifunktionaler und modularer Kofferanhänger. Multifunktional, weil er für Vielfalt an Einsatzzwecken geht, von Transport von großen, sperrigen Gütern bis hin zum Campen und Übernachten. Modular zeigt euch später der Florian, was ihn da auszeichnet. Gehen wir mal direkt zum Anhänger, zu den Merkmalen, was ihn besonders macht. Da haben wir vorne die Schräge, nicht üblich bei einem normalen Kofferanhänger, sieht windschnittiger aus, ist tatsächlich auch einfach aerodynamischer, hilft Sprit zu sparen auf dem Weg zum Campingurlaub. Wir haben dann den Aufbau hier, der absolut aus dem Profibereich kommt. Der hat einen sogenannten Sandwich-Aufbau aus einem Sandwich-Material. Das bedeutet, das hilft der Schaumkern, den ganzen Aufbau zu isolieren. Das heißt, ihr könnt damit gut die Temperatur stabil halten im Innern. Und der Stahl, ganz klar, man merkt es, ist sehr robust. Und wenn man zum Beispiel im Campingbereich jetzt Ausstattungsgegenstände hat, die einen Magnetfuß haben, kann man auch wunderbar Magnetartikel dort befestigen. Was auch noch auffällt hier an der Seite, nicht Standard bei einem Kofferanhänger, ist diese Airline-Schiene. Ja, hier haben wir unser Küchenmodul einmal draußen in der Airline-Schiene eingehangen. Das kann man ganz bequem mit reinnehmen, mit rausnehmen, wie man es gerade möchte, wie das Wetter so ist. Ideal zum Händewaschen draußen oder zum Obstabwaschen, um das Nötigste eben zu machen. Genau, und dann sind wir auch schon im Heckbereich von unserem Anhänger angekommen. Ich habe vorher schon gesagt, absolut professionelle Features vereint der Modo mit der Nutzung als Freizeitfahrzeug. Geht zum Beispiel weiter bei diesen Teleskopstützen, die ihr einfach für einen sicheren Stand am Campingplatz mit einer Kurbel nach unten fahren könnt und für die Wegstrecke nach oben klappen könnt. Wir haben natürlich eine Einspeisesteckdose, um Elektrizität nach innen zu bekommen. Und wenn wir hier ein Fahrzeug haben, das sehr vielfältig einsetzbar ist, dann braucht man natürlich auch vielfältige Zugangsmöglichkeiten in den Innenraum. Und das sieht man hier zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine reingehen möchte, zu Fuß, dann habe ich hier diese Türe. Man kann über diese Trittstufe in den Innenraum kommen. Habe ich jetzt aber zum Beispiel in meinem Campingurlaub mein Fahrrad dabei oder ein Motorrad dabei, dann reicht mir die Türe nicht aus. Deswegen ist die Türe einfach ein Teil von der kompletten Heckklappe, die ich nach oben schwenken kann. Und somit dann die volle Breite des Modos zur Verfügung habe, um reinzukommen. Hier haben wir dann einmal unsere große Liegefläche mit einer dreiteiligen Matratze. Die Liegefläche ist ungefähr 2,30 x 1,60 auf unseren modularen Kisten. Die Kisten kann man ganz individuell nutzen und gestalten. Es gibt hier einmal eine Kiste mit der Klappe als Version. Hier haben wir einmal eine Kiste mit zwei Türen. Dann gibt es auch noch eine Kiste mit einer Inneneinteilung. Also die sind wirklich frei individuell gestaltbar. Oben haben wir dann einmal unsere Hängeschränke, die man unter die Airline-Schienen hängen kann. Mithilfe dieser Fittinge kann man die dann auch wirklich überall positionieren. Die Hängeschränke haben hier einen festen Boden und sind auch für die Waschmaschine geeignet. Weiter geht's im Innenraum von unserem Modo. Was wir hier zuerst sehen, ist diese Sperrstange. Die hat dann zwei Seiten Airline-Schienen. Hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen könnt ihr da, wenn ihr zum Beispiel ein Fahrrad mitnehmt, könnt ihr das sichern für den Transport. Ladungssicherung ist allgemein ein großes Thema, ist sehr wichtig. Deswegen findet ihr auch zum Beispiel hier an unseren Küchenmodulen diese kleinen Haken, die dabei sind, wo ihr auch so eine Kühlbox sicher für den Transport festzurren könnt. Weiterer Vorteil von diesen Airline-Schienen, ihr seht, es ist richtig viele Meter sind davon verbaut, im Boden, an der Wand, an der Decke. Die führen natürlich dazu, die machen das erst möglich, dass ihr den Modo so richtig nach euren Vorstellungen mit weiteren Möbelmodulen ausbauen könnt. Es ist außerdem sehr hell hier im Modo. Das kommt von unseren zwei Dachfenstern, da fällt schön Licht rein, natürlich auch Luft kommt rein. Wir haben ausstellbare Fenster in den Wänden, die wir verdunkeln können und natürlich auch mit einem Insektenschutz verschließen können. Und wieder Thema, die Fenster sind in unserem Aufbau drin. Der hat innen natürlich auch so eine Stahldeckschicht, die magnetisch ist, und so kann man dann auch ganz einfach so eine magnetische Deckenleuchte hier einfach an die Decke oder an die Wand heften. Wer kühle Getränke will beim Campen, braucht natürlich so eine Kühlbox. Die muss er betreiben mit Elektrizität. Wir haben 3 Steckdosen im Modo und natürlich lösen wir das auch professionell mit so einer Einspeisesteckdose hier.
ihr müsst nicht ein Kabel durch die Fenster führen, sondern könnt hier euren Landstrom anschließen. Ja, und da wir jetzt ja nochmal einen schönen Blick auf unseren Modo von außen haben, sieht man ja nochmal unsere auffällige Designbeklebung. Die ist serienmäßig nicht mit dabei. Serienmäßig bekommt ihr das Fahrzeug als weiß von außen, quasi als weiße Leinwand, wo sich jeder selber verwirklichen kann und den nach seinen individuellen Wünschen gestalten kann von außen. Passend zu unserem modularen System. So sieht's aus. Dann würde ich vorschlagen, wir genießen den freien Nachmittag hier am See und bis zum nächsten Mal.